Hallo meine lieben Freunde, hier ist wieder Michael Grant mit Klartext. Heute zu dem Thema polnische KZs für, Achtung, Deutsche. Polnische KZs für Deutsche. Ein weiteres Mainstream-Tabu sind die polnischen Konzentrationslager für Deutsche. Wenn man heute etwas über Konzentrationslager liest, wird häufig suggeriert, dass es nur die von den Nationalsozialisten errichteten Lager gegeben hat und sie die KZs sogar erfunden hätten. Dies ist mitnichten der Fall. Ich habe 2 Videos darüber gemacht, welche anderen Länder auch Konzentrationslager hatten, auch demokratisch regierte. Konzentrationslager sind kein deutsches Phänomen. Im Kontext dieser Videoreihe, die ich mache, soll es um die polnischen Konzentrationslager für Deutsche gehen. Dass die Polen bereits in der Zwischenkriegszeit überhaupt KZs errichtet hatten, wird von der deutschen Historie nämlich ebenfalls unter den Tisch gekehrt. Nestbeschmutzerhistorie sage ich dazu. Einige dieser Lager wurden schon im Jahr 1918 errichtet, also schon 15 Jahre vor Installierung des ersten KZs durch die Nationalsozialisten im März 1933 in Dachau. Vorwiegend Vertreter der deutschen Minderheit wurden in den polnischen KZ interniert. Verschwiegen wird also, die Polen errichteten 15 Jahre vor den Nationalsozialisten die ersten KZ für die deutsche Minderheit, und mit KZ der Nationalsozialisten meine ich nicht Vernichtungslager. Also jeder, der sich mit Geschichte nicht auskennt, der setzt das gleich. Das sind aber 2 völlig unterschiedliche Dinge. Konzentrationslager und Vernichtungslager. Wie gesagt, schaut die Videos an, dort erkläre ich das. Die polnischen Lager für Deutsche befanden sich in Brest-Litovsk, Cispiriono, Stralkow, Gnesen, Schrim, Białystok, Dąbie, Darby, Kowel, Nowo Georgiewsk, Jabłonowo, Festung Posen, Festung Warschau. Die polnischen Lager waren die ersten Konzentrationslager auf europäischem Boden. Wissen Sie das? Wo lesen Sie das? Die Polen haben die ersten Konzentrationslager auf europäischem Boden errichtet. Der Begriff Konzentrationslager für die polnischen Lager ist keine Erfindung von mir. In einer von Reichsminister Matthias Erzberger von der Zentrumspartei beauftragten Protestnote an Frankreich kurz nach dem Ersten Weltkrieg heißt es, ich zitiere: Die Internierung der Deutschen in Polen soll sich nicht nur auf Männer, sondern sogar auf Frauen erstrecken. In Brest-Litovsk, Kowel, Nowo Georgiewsk sind Konzentrationslager hierfür vorbereitet worden. Zitat Ende. Also der Reichsminister Matthias Erzberger sprach von polnischen Konzentrationslagern. Wie der polnische Historiker Jerzy Kowanowski in seinem Buch, kann ich jetzt nicht wiederholen, weil ich kein Polnisch kann, zugab, versuchte man diese Tatsache und diese Ereignisse in der polnischen Historiographie lieber zu verschweigen. Die Polen betrieben also schon lange vor den Nationalsozialisten Konzentrationslager. Diese Tatsache erwähnt die deutsche Lückenhistorie natürlich nicht, denn sie ist volkspädagogisch schädlich und erschüttert das sorgsam manipulativ konstruierte Bild vom friedfertigen Polen bis ins Mark. Nichtsdestotrotz ist Fakt: Die ersten polnischen Konzentrationslager wurden ab 1918, andere Quellen gehen sogar von 1916 aus, errichtet. Zunächst sollte damit der deutsche Widerstand gegen die polnischen Gebietsansprüche unterbunden, später die Abwanderung der Volksdeutschen forciert werden. Die Lager Stralkow und Skitspiono entstanden ab 1918. In beiden Lagern waren bis zu 9000 Deutsche interniert, darunter waren sogar 13-, 14- und 15-jährige Jungen, 60- und 70-jährige Männer sowie Frauen. Neben den Zivilisten befanden sich auch noch einige Soldaten des deutschen Grenzschutzes und etliche Ukrainer in den Lagern.
In den Lagern waren die Haftbedingungen menschenunwürdig. Deren Insassen waren oft Misshandlungen und Schikanen ausgesetzt. Die Verfrachtung fand beispielsweise mittels Viehwagen statt. Andere mussten zu Fuß ohne Rücksicht auf Alter und Befinden in die Lager marschieren. Bei der Verlegung nach Stralkow mussten gleich nach der Ankunft 240 Gefangene auf die Krankenstation gebracht werden. 62 andere starben an Entkräftung und Misshandlungen bereits auf dem Transportweg. In diesem Lager bekamen die Gefangenen Schläge mit aus Telefondraht geflochtenen Peitschen und in der Nacht wurden die Baracken von polnischem Wachpersonal und Gewehrsalven beschossen, wobei pro Nacht durchschnittlich 5 bis 6 Personen verwundet wurden. Die Unterbringung soll in primitiven Erdbaracken erfolgt sein. Dabei mussten sich 58 Soldaten und Zivilinternierte einen Raum von 12 Meter Länge und 6 Meter Breite teilen. Es gab keine Decken und kein Stroh für die Häftlinge, auch nicht in den Wintermonaten. Viele von ihnen starben an Grippe oder Lungenentzündung. Wegen der unzureichenden Hygiene brach in den beiden Lagern Fleck- und Unterleibstyphus und Diphtherie aus. Den Insassen wurde ihr Eigentum entwendet, sie wurden außerdem körperlich misshandelt und mit Gewehrkolben geschlagen. In 2 Fällen soll es ohne Vorwarnung zu Erschießungen von Häftlingen gekommen sein. In Koschim, das 1921 errichtet wurde, wurde den Deutschen nahegelegt, ihre Heimat zu verlassen, wenn sie nicht im KZ interniert werden wollten. Weigerten sie sich, wurde ihr Hab und Gut während ihrer Gefangennahme enteignet und an Polen veräußert. Die Festung Polen ab 1918 war eine weitere Stätte für Internierungen, auch als Kernwerk bekannt. Dort kam es ebenfalls zu brutalen Misshandlungen. Dem Gutsbesitzer Hassa Radlitz rissen die Wachleute beispielsweise den Mund bis zu den Ohren auf und zertrümmerten dann seinen Schädel. In einem anderen Fall wurde ein Soldat wegen bereits abfälliger Äußerungen erschossen und ein anderer musste 2 Stunden lang in Eis und Schnee stehen. Von den Polen interniert und gefoltert wurden Deutsche auch nach der im Versailler Vertrag 1919 festgelegten Abtretung großer Teile Westpreußens. Verstärkte Internierungen in das polnische KZ fanden auch nach der polnischen Rückeroberung Soldaus während des sowjetisch-polnischen Krieges 1919 bis 1921 statt, da die Deutschen als Verräter galten, die sich mit den Russen eingelassen hätten. Die Lager Brest-Litovsk und Bereza-Kartuska und Chosten wurden ab 1934 errichtet. 1934. Kurz vor und mit Ausbruch des Zweiten Weltkrieges wurde eine Vielzahl Deutscher unter anderem in Gewaltmärschen in diese Lager verschleppt. Schilderungen zufolge wurden die Insassen auch hier schikaniert und geprügelt. Zum Spaß habe man sie sogar mit Scheinhinrichtungen terrorisiert. Außerdem wurden die Gefangenen in den Baracken zusammengepfercht wie Vieh. Je 10 Mann mussten sich eine 2-Mann-Zelle teilen. Auch 2 übereinander stehende Pritschen zwängten sich dann je 2 Mann. Die restlichen 6 mussten auf dem Fußboden schlafen. In diesen Konzentrationslagern, zum Beispiel Berezka-Kartuska, es lag rund 100 Kilometer von Brest-Litovsk entfernt und war bereits 1926 als Straf- und Erziehungsanstalt in Betrieb genommen worden, herrschten ebenfalls unglaubliche Zustände. Ab 1934 diente es als Konzentrationslager für politische Missliebige und Minderheiten. Der dortige Lagerkommandant war ein krankhafter Sadist. Sobald neue Gefangene eintrafen, mussten sie sich ohne Rücksicht auf Alter und Gebrechen einem Spießrutenlauf unterziehen. Schläge waren an der Tagesordnung. Sie wurden von verurteilten Schwerverbrechern ausgeteilt, auch Kopf- und Nierenschläge. Außerdem mussten die Gefangenen stundenlang mit erhobenen Händen in der Tiefhocke bleiben, in dieser Position gehen, laufen und Treppen hinauf und herabsteigen, während sie immer wieder geprügelt wurden. Manche Gefangene wurden gezwungen, ohne Decken auf dem kalten Betonboden der Zellen zu schlafen. Das Lager Chosten wurde 1939 ausschließlich zur Internierung von Deutschen errichtet. Schon ab März 1939, also lange vor dem Polenfeldzug, erfolgten Verhaftungen. Auch hier wurden die Insassen geschlagen, misshandelt und ausgeplündert. Bis zum 6. September 1939 waren im Lager Chosten rund 4000 Deutsche interniert.
In den ersten Kriegstagen im September 1939 begannen die Verhaftungen, Verschleppungen und Massaker an den Volksdeutschen. Mehr als 5000 von ihnen wurden ermordet. All dies mit Quellen in meinem neuen Buch Deutschland muss vernichtet werden. Völkermord, Vertreibung und Zersetzung des deutschen Volkes 1914 bis heute. Jedes einzelne Massaker, auch die Konzentrationslager für Deutsche, der Tschechen, der Polen, der Russen und so weiter, sind in diesem Buch enthalten. Ihr könnt auch meinen kostenlosen Newsletter auf www.michaelgrant.de abonnieren. Und ich weise noch auf meine Buchreihe hin, Adolf Hitler, eine Korrektur. Bisher 6 Bände erschienen. Ich entlarve in dieser Buchreihe hunderte von Geschichtslügen. Und ihr habt bereits einige Videos gesehen, Auszüge aus den Büchern. Und wenn euch das interessiert, könnt ihr auch diese Buchreihe abonnieren. Alle Links sind unten angegeben. Ich wünsche euch alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Euer Michael Grant.